Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute gibt es noch ein zweites Mal eine ketogene Version der köstlichen Dubai-Luxusschokolade. Mein erstes Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Trotz der Tatsache, dass ich selber noch nie die echte Dubai-Schokolade aus dem Laden probiert habe, lieben ich und meine Familie die ketogene Version der Dubai-Schokolade so sehr, weil sie einfach umwerfend schmeckt, Mashallah, dass ich beschlossen habe, noch eine weitere Version daraus herzustellen. Das Tolle daran ist, dass sie so einfach selber zu Hause herzustellen ist, dabei auch noch herrlich schmeckt und darüber hinaus auch noch unserer Gesundheit zugutekommt, da wir nur gesunde und zugleich ketogene Inhaltsstoffe verwenden, die unserem Blutzucker- und Insulinspiegel also in keinster Weise Schaden zufügen. Wir beginnen mit der Herstellung der weißen Schokolade, die dann später eben rot und grün gefärbt wird, und dafür benötigen wir Bio-Kakaobutter, die ich nochmal klein geraspelt hatte und sie auf den Herd gestellt hatte bei niedrigster Temperatur, bis sie geschmolzen ist. Zur geschmolzenen Kakaobutter kommt dann das Kokosmilchpulver und eine Erythrit-Stevia-Mischung, welche wir gut miteinander vermischen. Dann kommt die Hälfte dieser Mischung zu diesem grünen Pulver, und dieses grüne Pulver ist nichts anderes als mein Moringa-Pulver. Man könnte auch einfach Wildkräuterpulver dafür verwenden. Man schmeckt nichts von diesem Pulver heraus, weil es in so kleiner Menge darin vorhanden ist. Es dient einfach nur für die Farbe und letztendlich für das Auge, denn das Auge isst ja bekannterweise mit. Nachdem wir die beiden Formen damit eingeträufelt haben, geben wir die kurz in den Eisschrank für etwa 10 bis 15 Minuten, und in dieser Zeit mischen wir die rote Mischung an, und dazu geben wir einen halben Teelöffel der roten Lebensmittelfarbe hinzu und verrühren alles gut. Und sobald die 10 Minuten um sind und die erste Lage schon gefroren ist, geben wir jetzt die rote Mischung darüber und träufeln das ebenso wie vorher über diese Formen. Dann werden die beiden Formen wieder wie vorher in den Eisschrank gegeben für mindestens 15 Minuten. Und in dieser Zeit bringen wir die ketogene Vollmilchschokolade zum Schmelzen. Hier ist es jedoch wichtig, nochmal einen Esslöffel Kokosöl dazu zu geben, weil die Vollmilchschokolade nicht nur aus rohem Kakao besteht, sondern auch aus anderen Zutaten, wie zum Beispiel dem Vollmilchpulver und natürlich Erythrit Stevia, was bewirkt, dass sie beim Schmelzen eben nicht so sehr dünnflüssig wird, sondern eher dickflüssig. Sobald die Formen mit der Schokolade gut ausgefüllt sind, wird die nochmal wieder eingefroren, und jetzt stellen wir die Füllung her. Dazu geben wir eine Mischung aus 100%igem Mandelmus und 100%igem Haselnussmus, jeweils in Bioqualität natürlich und von nicht gerösteten Nüssen. Gesüßt wird wieder mit Erythrit Stevia, Vanilleextrakt kommt hinzu. Diese Mischung stellen wir erstmal zur Seite, und jetzt werden wir die Kokosflocken in der Pfanne, in einer keramikbeschichteten Pfanne, goldbraun rösten. Zur Nussmus-Mischung könnte man dann auch noch etwas Kokosmilchpulver hinzufügen, eine Prise Zimt und eine Prise Kardamom-Nelkenpulver hinzufügen und alles schon mal gründlich durchmischen. Sobald die Kokosraspeln anfangen braun zu werden, stellen wir den Herd schon mal ab, denn die Restwärme reicht vollkommen aus, den Kokosraspeln eine tiefbraune Farbe zu geben. Die Pfanne wird vom Herd heruntergenommen und hinzu geben wir dann die eben hergestellte Nussmus-Mischung. Sobald alles gut vermischt ist, nehmen wir die Formen wieder aus dem Eisschrank heraus und befüllen jetzt nur die eine Form mit der Füllung, weil die andere Form dann sozusagen als Deckel benutzt wird. Dazu nehmen wir die gefrorenen Schokoladentafeln aus der Form heraus und legen diese dann entsprechend auf die Füllung. Sobald die ganze Form mit allen 6 Schokoladentafeln belegt ist, kommt dann diese fertige Form noch einmal wieder in den Gefrierschrank. Und nach maximal einer halben Stunde im Gefrierschrank ist die Dubai-Schokolade fertig. Wir können die einzelnen leckeren Schokoladentafeln dann aus der Form entnehmen, sie etwa 10 Minuten auftauen lassen und dann konsumieren. Die restliche Schokolade sollte man natürlich dann im Kühlschrank aufbewahren. Diese Dubai-Schokolade schmeckt uns sogar noch besser als das erste Rezept, und zwar obwohl die Füllung diesmal nicht aus Pistazienmus hergestellt wurde, wie wir das im ersten Rezept getan hatten und wie es eigentlich im ursprünglichen Rezept vorgesehen ist, aber die Kombination aus Mandelmus und Haselnussmus ist eine ganz besonders köstliche. Hinzu kommt außerdem, dass diesmal die Schokolade eben nicht aus Zartbitterschokolade hergestellt wurde, sondern aus Vollmilchschokolade, und das macht natürlich für den Geschmack auch nochmal einen sehr großen positiven Unterschied.
Nichtsdestotrotz war auch das erste Rezept damals sehr lecker, aber diese Dubai-Schokolade ist nochmal sowohl vom Geschmack als auch vom Aussehen her ein ganz anderes Level, wie ich finde. Man könnte regelrecht süchtig von dieser köstlichen Schokolade werden. Und wenn wir dabei noch die gesunden Inhaltsstoffe, also die Nussmuse und die Kokosprodukte betrachten, die viele gesundheitliche Vorteile für uns haben, wie gesunde Fette, Vitamine und Mineralstoffe und Proteine, als auch entzündungshemmende Antioxidantien in der Kokosnuss und eben der niedrige glykämische Index, sodass unser Blutzuckerspiegel nicht belastet wird, dann bleibt nichts mehr zu wünschen übrig. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.